Willkommen und schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, um einfach zuzuhören. Kein Stress, kein Druck, einfach ein Gespräch. Heute geht es um etwas, das uns alle betrifft, egal wo wir stehen, was wir tun oder wie alt wir sind. Es geht um Erfolg. Ein Wort, das so oft gesagt wird, dass es fast seinen Geschmack verloren hat. Und trotzdem bleibt es etwas, das tief in uns arbeitet. Ich habe in letzter Zeit oft darüber nachgedacht, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Erfolg. Man hört es überall, in der Arbeit, in der Schule, in Gesprächen, in Nachrichten. Es ist fast so, als würde es leise über allem schweben, was wir tun. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass jeder etwas anderes darunter versteht. Für manche ist es viel zu verdienen, für andere frei zu sein, für wieder andere einfach ruhig zu schlafen. Und vielleicht ist das schon der erste Punkt. Erfolg ist kein Ort, an dem man ankommt. Es ist eher ein Gefühl, das manchmal da ist und manchmal verschwindet. Es ist leise, manchmal kaum spürbar. Du kannst es nicht immer messen und du kannst es schon gar nicht festhalten. Es kommt in Momenten, in einem Blick, in einem Gedanken, in diesem kleinen inneren Ja. Ich glaube, wir leben oft mit der Vorstellung, dass Erfolg sichtbar sein muss, dass man ihn zeigen kann. Ein schöner Beruf, ein Haus, Anerkennung. Aber das sind nur Zeichen, nicht der Kern. Manchmal fühlt sich jemand erfolgreich, obwohl er äußerlich nichts Besonderes erreicht hat. Und jemand anderes, der alles hat, fühlt sich leer. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund, der mir einmal sagte, ich habe alles, was ich mir vorgenommen habe, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich noch gar nicht angekommen bin. Ich fand das ehrlich. Denn vielleicht ist genau das der Punkt, dass Erfolg nichts ist, das man besitzen kann. Es ist ein Zustand, der kommt, wenn etwas in dir stimmt. Ich denke, Erfolg hat weniger mit Leistung zu tun, als wir glauben. Es hat mit Verbindung zu tun. Mit dem Gefühl, dass das, was du tust, irgendwie Sinn ergibt. Dass du selbst bleiben darfst, auch wenn du dich anstrengst. Dass du dich nicht verlierst auf dem Weg zu etwas, das du vielleicht gar nicht brauchst. Und manchmal, wenn man die Menschen beobachtet, merkt man, wie unterschiedlich dieser Begriff gelebt wird. Es gibt Menschen, die still Erfolg haben. Sie reden nicht darüber, sie tragen ihn nicht nach außen. Sie wirken ruhig, zufrieden, unaufgeregt. Und dann gibt es andere, die laut sind, voller Energie, immer unterwegs. Beide Arten können echt sein. Der Unterschied liegt nur darin, wie sehr man spürt, dass das, was sie tun, zu ihnen passt. Ich glaube, Erfolg hat viel mit Echtheit zu tun. Wenn das, was du machst, sich wirklich nach dir anfühlt, dann ist das Erfolg. Auch wenn es klein ist, auch wenn es keiner sieht. Denn Erfolg ist kein Wettkampf, er ist ein Gleichgewicht. Zwischen Wollen und Sein, zwischen Mühe und Ruhe. Viele Menschen verbinden Erfolg mit Zielen. Aber manchmal frage ich mich, ob das Ziel selbst nicht überschätzt wird. Wir sind so sehr darauf fixiert, irgendwo anzukommen, dass wir vergessen, wie sich der Weg anfühlt. Vielleicht ist der Moment, in dem du abends da sitzt und denkst, heute war ein guter Tag, schon viel näher am echten Erfolg, als du glaubst. Ich habe oft das Gefühl, dass wir Erfolg verlernt haben zu spüren. Wir denken, wir müssen ihn erklären, als wäre er ein Beweis. Aber eigentlich ist er etwas Intimes, etwas, das man in sich trägt. Kein Titel, kein Preis, kein Vergleich kann dir das geben. Nur du selbst kannst es merken. Und hier beginnt es interessant zu werden. Denn in Deutschland sagt man oft, hat Erfolg eine besondere Bedeutung. Und das stimmt. Wenn man darüber nachdenkt, merkt man, dass in dieser Kultur Erfolg stark mit Leistung verbunden ist. Mit Arbeit, Struktur, Disziplin. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich bei diesem einfachen Gedanken bleiben. Erfolg ist etwas, das du fühlst. Wenn du am Ende eines Tages das Gefühl hast, dass du ehrlich warst, dass du jemandem zugehört hast, dass du etwas gelernt hast oder einfach nicht aufgegeben hast, das ist Erfolg. Er sieht vielleicht unscheinbar aus, aber er verändert dich. Er gibt dir leise dieses Gefühl von Richtung. Manchmal denke ich, Erfolg ist wie ein inneres Licht. Es brennt nicht immer gleich hell, aber wenn du dich ihm zuwendest, wird es stärker. Und das ist vielleicht der Unterschied zu dem, was uns oft beigebracht wird. Wir lernen, dass Erfolg das Ergebnis ist. Aber vielleicht ist er in Wahrheit die Art, wie wir mit dem Leben umgehen. Ich mag den Gedanken, dass Erfolg nichts Abgeschlossenes ist. Kein Punkt am Ende eines Satzes, sondern eher ein Komma. Etwas, das sich bewegt, das sich verändert. Manchmal ist er laut, manchmal still, aber er ist nie wirklich weg. Und vielleicht, wenn man sich erlaubt, Erfolg so zu sehen, wird alles etwas leichter.
Dann kann man auch kleine Dinge als Erfolg sehen. Aufzuwachen, weiterzumachen, freundlich zu bleiben, neugierig zu bleiben. Dinge, die niemand feiert, aber die das Leben tragen. Ich glaube, genau das ist der Anfang eines anderen Verständnisses von Erfolg. Weg von dem Druck, etwas zu beweisen, hin zu dem Gefühl, mit sich selbst im Reinen zu sein. Erfolg ist nicht das, was du zeigst, sondern das, was du spürst, wenn du still wirst. Und vielleicht, wenn wir uns dieses Gefühl erlauben, sehen wir auch, warum der Begriff in Deutschland so besonders geprägt ist. Denn hier hat Erfolg eine Geschichte, eine Struktur, eine klare Form. Er ist fest verbunden mit Arbeit, mit Fleiß, mit Planung. Aber darüber sprechen wir gleich. Denn bevor man versteht, wie Menschen über Erfolg denken, muss man verstehen, wie sie ihn fühlen. Darum lass uns in der nächsten Folge ein Stück tiefer gehen. Nicht in Theorien, sondern in das, was hinter ihnen steht. In die Art, wie Erfolg in Deutschland nicht nur gemessen, sondern gelebt wird. Wenn man länger in Deutschland lebt oder mit Deutschen zusammenarbeitet, merkt man schnell, Erfolg ist hier eng mit Arbeit verbunden. Mit dem, was man tut, nicht mit dem, was man zeigt. Es gibt so etwas wie eine stille Achtung vor Menschen, die einfach machen. Die morgens früh aufstehen, pünktlich sind, zuverlässig, nicht laut, nicht auffällig, aber beständig. Dieses Bild vom Erfolg ist tief verankert. Es hat mit Fleiß zu tun, mit Planung, mit Disziplin, mit der Idee, dass man durch Ordnung und Ausdauer etwas aufbauen kann. Das bleibt. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum das Wort Arbeit in Deutschland fast etwas Heiliges hat. Es ist mehr als nur ein Job. Es ist ein Teil der Identität. Ich habe oft beobachtet, wie selbstverständlich Menschen hier Verantwortung übernehmen. Wenn man etwas zusagt, dann hält man es ein. Wenn man etwas beginnt, dann beendet man es auch. Dieses Pflichtbewusstsein ist stark. Es ist nicht nur ein äußerer Druck, sondern ein inneres Bedürfnis, Dinge richtig zu machen. Nicht perfekt, aber verlässlich. Und vielleicht beginnt genau hier das klassische Bild des deutschen Erfolgs. Erfolg ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis von Planung, von strukturiertem Denken, von langen Listen, von Ordnung. Es gibt für fast alles ein System, eine Regel, eine Methode und das gibt Sicherheit. Erfolg ist etwas, das man sich erarbeitet, nicht etwas, das einem zufällt. Schon Kinder wachsen hier mit dieser Haltung auf. In der Schule zählt, wer sich bemüht. Wer seine Hausaufgaben macht, pünktlich ist, vorbereitet. Noten sind wichtig, aber noch wichtiger ist die Haltung. Dieses frühe Bewusstsein dafür, dass Anstrengung etwas Positives ist, begleitet viele durchs Leben. Man soll verlässlich sein, ordentlich, konzentriert. Und das bleibt. Später im Beruf merkt man, wie sehr dieses Denken das tägliche Leben prägt. Erfolg ist, wenn man seine Arbeit gut macht, wenn man zuverlässig ist, wenn man Verantwortung übernimmt, auch wenn es schwer ist. Diese Dinge sind tief respektiert. Ein Mensch, der etwas schafft, genießt Anerkennung. Ich finde, das hat etwas Schönes. Es ist ehrlich, bodenständig. Es gibt dieser Kultur einen ruhigen Rhythmus. Dieses Vertrauen darauf, dass Dinge funktionieren, wenn man sie mit Geduld und Genauigkeit macht. Kein leeres Gerede, keine großen Gesten, sondern echte Arbeit. Aber natürlich hat das auch seine Schattenseite. Denn wo Fleiß und Ordnung so wichtig sind, entsteht auch Druck. Der Druck, immer weiterzumachen, immer korrekt zu sein, nie zu sagen, ich kann nicht mehr. Oder das reicht. Viele Menschen tragen diese innere Stimme in sich, die sagt, du musst noch besser sein, noch effizienter, noch präziser. Es gibt hier eine Art stillen Wettbewerb, nicht laut, nicht sichtbar, aber spürbar. Jeder will zuverlässig wirken, jeder will zeigen, dass er alles im Griff hat. Und wenn etwas schief geht, fühlt es sich schnell an wie ein persönliches Versagen. Ich glaube, das kommt auch daher, dass Fehler hier oft nicht einfach als Teil des Lernens gesehen werden, sondern als etwas, das man vermeiden sollte. Diese Angst vor dem Fehler sitzt tief. Sie macht Menschen vorsichtig. Und manchmal nimmt sie ihnen genau das, was sie eigentlich so stark macht, den Mut, etwas auszuprobieren. Manchmal denke ich, dieser Druck ist wie eine zweite Haut. Er schützt, aber er engt auch ein. Du willst alles richtig machen, doch dadurch verlierst du ein Stück Leichtigkeit. Erfolg wird zu etwas, das man beweisen muss, statt zu etwas, das man fühlt. Und trotzdem, hinter all dem steckt etwas Gutes. Ein Respekt vor dem, was man tut. Eine Art stiller Stolz, wenn etwas funktioniert, wenn man etwas geschafft hat. Diese Freude am Ergebnis nach langer Arbeit ist echt. Sie ist nicht laut, nicht überschwänglich, aber sie hat Tiefe. Ich habe einmal einen älteren Mann sagen hören,
Erfolg ist, wenn du etwas siehst, das du mit deinen Händen gemacht hast. Und ich glaube, das beschreibt viel. Hier geht es nicht um schnelle Ergebnisse, sondern um etwas, das Bestand hat, etwas, das trägt. Vielleicht ist genau das die Stärke dieses Erfolgsbildes. Es ist beständig. Es bleibt, auch wenn niemand klatscht. Es lebt in der Haltung, in der Art, Dinge zu tun. Und es schafft Vertrauen in andere und in sich selbst. Aber ich frage mich manchmal, was passiert, wenn diese Haltung zu streng wird? Wenn das Pflichtgefühl so groß ist, dass kein Raum mehr bleibt für Pausen, für Fehler, für Menschlichkeit. Wenn Erfolg nur noch bedeutet, immer stark zu sein. Denn hinter der Disziplin steckt oft auch Erschöpfung. Menschen, die viel leisten, sind nicht selten müde. Nicht körperlich, sondern innerlich. Sie haben so lange funktioniert, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sich echte Ruhe anfühlt. Ich glaube, genau dort liegt der Punkt, an dem Erfolg aufhört, frei zu machen. Wenn er zur Last wird. Wenn er dich kontrolliert, statt dich zu tragen. Und vielleicht beginnt hier das Nachdenken über eine andere Art von Erfolg. Eine, die Fleiß und Struktur nicht ablehnt, aber ergänzt. Um etwas Weicheres, Menschlicheres. Etwas, das Raum lässt für Fehler, für Kreativität, für Zufriedenheit. Denn das ist das Spannende an dieser Kultur. Sie hat unglaubliche Stärke im Denken, im Planen, im Schaffen, aber manchmal vergisst sie, wie wichtig es ist, einfach zu atmen. Ich glaube, um Erfolg wirklich zu verstehen, muss man beides sehen. Die Klarheit und die Strenge, die Sicherheit, aber auch den Druck. Nur dann kann man begreifen, warum Arbeit und Disziplin hier so eng mit dem Gefühl von Wert verbunden sind. Und vielleicht, wenn man diesen Zusammenhang versteht, kann man auch sehen, wie sich das Denken langsam verändert, wie eine neue Generation beginnt, Erfolg nicht nur an Arbeit zu messen, sondern auch an Lebensqualität, an Sinn, an innerem Frieden. Aber bevor wir darüber sprechen, wie sich das verändert, sollten wir noch einen Moment bei dieser klassischen Idee bleiben, bei der Art, wie Menschen hier gelernt haben, Erfolg zu verstehen. Durch Arbeit, Struktur und dieses tiefe Bedürfnis, Dinge richtig zu machen. Wenn man über Erfolg spricht, denkt man schnell an große Dinge, an Karriere, Geld, Anerkennung. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr merke ich, dass echter Erfolg oft viel kleiner ist. Er versteckt sich in Momenten, die kaum jemand bemerkt. In den Tagen, an denen nichts Spektakuläres passiert, aber man am Abend ruhig einschläft. In einem Gespräch, das ehrlich war. In einem Spaziergang, bei dem man einfach den Kopf frei bekommen hat. Ich glaube, viele Menschen hier verbinden Erfolg nicht mit Höhe, sondern mit Ruhe. Mit diesem Gefühl, dass das Leben in Ordnung ist. Nicht perfekt, nicht glänzend, aber stimmig. Wenn man sagen kann, ich habe getan, was ich konnte, und das reicht. Das ist vielleicht eine der schönsten Formen von Erfolg. Sie ist leise, aber echt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Zufriedenheit hier fast wichtiger ist als Sieg. Dass Erfolg nicht darin liegt, etwas Neues zu erobern, sondern das Bestehende zu halten, eine stabile Arbeit zu haben, eine Wohnung, die sich nach Zuhause anfühlt, Zeit für sich zu finden. Dinge, die von außen unscheinbar wirken, haben für viele Menschen einen tiefen Wert. Vielleicht liegt darin eine stille Weisheit. Denn wer ständig mehr will, verliert oft den Blick für das, was schon da ist. Es gibt eine Kunst, das Genug zu erkennen. Diesen Moment, in dem man merkt, ich muss nicht weiterlaufen, um glücklich zu sein. Ich finde, das hat etwas sehr Beruhigendes. Es bedeutet nicht, aufzugeben oder keine Ziele zu haben. Es bedeutet, den Punkt zu spüren, an dem Wachstum nicht mehr Fülle, sondern Unruhe bringt. Wo man merkt, dass Erfolg nicht immer ein Mehr ist, sondern manchmal einfach ein So wie jetzt. Wenn ich mich umschaue, sehe ich viele Menschen, die genau das leben. Sie reden nicht über Erfolg, sie planen ihn nicht. Sie leben ihn, ohne es zu merken. Eine Frau, die nach der Arbeit noch Zeit findet, mit ihren Kindern zu lachen. Ein Mann, der stolz auf seinen kleinen Garten ist. Eine Person, die morgens früh aufsteht, weil sie ihren Tag mag. Das sind keine Geschichten für die Zeitung, aber es sind Geschichten, die das Leben tragen. Vielleicht ist das der wahre Kern dieser stillen Kultur. Erfolg ist, wenn du dein Leben magst, ohne dass jemand klatscht. Wenn du das, was du hast, nicht als Mangel, sondern als Grundlage siehst. Ich erinnere mich an jemanden, der mir einmal sagte, ich brauche keinen Applaus, ich brauche nur Ruhe. Ich glaube, das beschreibt vieles. Denn Ruhe ist in einer Welt, die immer lauter wird, ein seltener Luxus. Und wenn du sie findest, in dir, in deinem Alltag, dann hast du schon viel erreicht. Natürlich, es gibt Menschen, die große Träume haben, die weit hinaus wollen.
Und das ist gut. Aber hier lernt man auch, dass Erfolg nicht nur im Erreichen liegt, sondern im Genießen. Viele wissen, dass das Leben nicht immer auf der Überholspur stattfindet, dass auch die langsamen Momente zählen. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen Erreichen und Genießen. Erreichen ist Bewegung, Energie, Ziel. Genießen ist Ankommen. Atmen. Anerkennen, dass das, was du hast, genug ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den viele hier tief verstehen, auch wenn sie es selten aussprechen. Es gibt in dieser Haltung etwas Bescheidenes, aber auch etwas Starkes. Man protzt nicht. Man sagt nicht, schau, was ich geschafft habe. Man sagt eher, es läuft gut. Oder einfach, ich bin zufrieden. Diese Worte sind klein, aber sie tragen Gewicht. Sie bedeuten, dass man seinen Platz gefunden hat. Ich finde, diese Zurückhaltung ist nicht Schwäche, sondern eine Form von Würde. Erfolg ist nicht etwas, das man vor sich herträgt, sondern etwas, das man still in sich trägt. Es ist kein Schild, sondern ein Gefühl. Und vielleicht ist das der Grund, warum man hier oft Menschen trifft, die sehr viel erreicht haben, aber kaum darüber reden. Es gibt die tiefe kulturelle Abneigung gegen Prahlerei. Erfolg soll nicht laut sein, er soll verlässlich sein. Und das verändert, wie Menschen ihn erleben. Man arbeitet, man macht, man tut, aber man bleibt geerdet. Wenn jemand Erfolg hat, wird das anerkannt, aber selten übertrieben gefeiert. Es ist eher ein leises Nicken, ein ehrliches Gut gemacht. Kein Applaus, keine Bühne. Dafür aber Respekt. Ich glaube, das macht die Atmosphäre manchmal ruhig, aber auch sicher. Du musst dich nicht ständig beweisen, um gesehen zu werden. Es reicht, wenn du da bist, wenn du deinen Teil machst. Erfolg ist hier nicht nur individuell, sondern auch sozial. Er entsteht aus Vertrauen, aus Verlässlichkeit, aus dem Gefühl, gebraucht zu werden. Und wenn man das so sieht, verändert sich auch das Verhältnis zum Leben selbst. Erfolg ist dann nicht etwas, das man jagt, sondern etwas, das wächst, wenn man sich kümmert. Wie ein Baum, den man nicht zieht, sondern gießt. Was mich dabei besonders berührt, ist, wie still diese Form des Erfolgs ist. Sie schreit nicht, sie läuft nicht weg, sie braucht keine Bühne. Sie ist in kleinen Dingen zu Hause, in der Art, wie jemand den Tag beginnt, wie jemand freundlich bleibt, auch wenn es stressig wird, wie jemand Zeit findet für das, was ihm wichtig ist. Und vielleicht ist das die wahre Stärke dieser Denkweise, dass sie nicht auf Größe schaut, sondern auf Beständigkeit. Dass sie nicht fragt, wie viel hast du erreicht, sondern wie lebst du? Es gibt Momente, in denen ich denke, diese Bescheidenheit ist eine der schönsten Eigenschaften, die man haben kann. Sie schützt vor dem Gefühl, nie genug zu sein. Sie gibt dir die Freiheit, dich selbst nicht ständig zu messen. Denn manchmal ist das größte Ziel einfach im Gleichgewicht zu sein. Zu wissen, wann genug ist. Wann man nicht weiterklettern muss, um den Ausblick zu genießen. Und vielleicht ist das das Geheimnis vieler Menschen hier. Sie suchen nicht ständig nach dem nächsten Gipfel. Sie lernen, das Tal zu mögen. Sie bauen sich ein Leben, das nicht glänzt, aber trägt. Ein Leben, das still erfolgreich ist, Tag für Tag. Ich glaube, in dieser Ruhe liegt etwas sehr Schönes. Sie ist nicht Stillstand, sondern Klarheit. Ein Gefühl, das sagt, ich habe genug getan. Ich bin da, wo ich sein soll. Und vielleicht ist das, ohne große Worte, der ehrlichste Erfolg, den man haben kann. Ich habe oft das Gefühl, dass Erfolg und Selbstwert leise miteinander kämpfen. Nicht laut, nicht sichtbar, aber spürbar, wie zwei Stimmen im Hintergrund, die sich nicht einig sind. Die eine sagt, du musst mehr tun, mehr erreichen, dich beweisen. Und die andere flüstert, du bist genug, so wie du bist. Und zwischen diesen beiden Stimmen entsteht dieser innere Druck, den so viele Menschen kennen, aber kaum jemand offen anspricht. Ich glaube, viele setzen sich nicht unter Druck, weil jemand anderes es von ihnen verlangt, sondern weil sie selbst glauben, sie müssten immer ein Stück weitergehen, ein bisschen besser sein, ein bisschen stärker wirken. Erfolg wird zu einer stillen Pflicht. Und das macht müde, auch wenn man es nicht sofort merkt. Vielleicht kommt dieser Druck aus dem Vergleich. Wir schauen nicht nur auf uns, sondern ständig auf andere. Auf Kollegen, Freunde, Menschen, die scheinbar alles im Griff haben. Und selbst wenn wir wissen, dass man nie die ganze Wahrheit sieht, es reicht ein kurzer Blick, um dieses kleine Stechen zu spüren. Dieses Gefühl, nicht genug zu sein. Ich habe oft beobachtet, wie tief dieser Vergleich in uns sitzt. Er ist nicht immer bewusst. Er zeigt sich in Kleinigkeiten, in einem Satz, in einem Blick, in dem Gedanken, warum schaffe ich das nicht so wie sie? Warum wirkt er so ruhig, so erfolgreich, während ich zweifle?
Und aus diesen kleinen Momenten wächst etwas, das langsam schwer wird. Es ist ein seltsamer Widerspruch. Niemand spricht offen darüber und trotzdem spüren es fast alle. In vielen Büros, in vielen Köpfen gibt es diesen stillen Wettbewerb. Nicht um Geld oder Titel, sondern um Anerkennung. Um das Gefühl, gesehen zu werden. Jeder möchte zeigen, dass er etwas beiträgt, dass er nicht stillsteht. Und doch wünscht sich jeder gleichzeitig, einfach einmal durchatmen zu dürfen, ohne das Gefühl, hinterherzuhinken. Manchmal frage ich mich, warum das so tief sitzt. Vielleicht, weil Erfolg und Wert so eng miteinander verknüpft wurden. Weil wir früh gelernt haben, dass Lob und Anerkennung kommen, wenn wir etwas leisten. Und nicht einfach, weil wir da sind. Diese Logik ist schwer zu brechen. Sie macht uns produktiv, ja, aber sie nimmt uns oft die Leichtigkeit. Ich kenne viele Menschen, die alles richtig machen, die viel schaffen und trotzdem das Gefühl haben, es reicht nicht. Als würde Erfolg immer ein Stück vor ihnen stehen, egal wie weit sie gehen. Das Ziel verschiebt sich. Und irgendwann merkt man, es geht gar nicht mehr um Freude oder Neugier, sondern nur noch um das Gefühl, Schritt zu halten. Vielleicht ist das der Punkt, an dem Erfolg aufhört, lebendig zu sein. Wenn er nur noch eine Messung wird. Wenn du dich nicht mehr fragst, was du wirklich willst, sondern was du tun musst, um nicht zu fallen. Und doch, langsam, ganz leise, entsteht etwas Neues. Eine Gegenbewegung. Menschen, die bewusst langsamer werden. Die anfangen, weniger zu tun, nicht aus Faulheit, sondern aus Klarheit. Die merken, ich kann Erfolg nicht jagen. Ich kann nur da sein, wo ich bin. Und wenn ich dort mit Sinn lebe, ist das genug. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Erfolg nicht als Beweis, sondern als Frieden. Nicht als etwas, das du anderen zeigst, sondern etwas, das dich ruhig macht. Vielleicht ist das der Anfang von etwas, das man langsamen Erfolge nennen könnte. Ein Erfolg, der nicht in Eile entsteht, sondern in Präsenz. Menschen, die so leben, wirken anders. Sie sind nicht lauter, nicht auffälliger, aber sie haben etwas Unaufgeregtes. Sie müssen sich nicht ständig rechtfertigen. Sie wissen, was sie tun, und sie wissen auch, wann genug ist. Ich glaube, das ist die Art von Erfolg, die am meisten trägt. Wenn du aufhörst, dich zu vergleichen. Wenn du aufhörst, dich zu messen. Wenn du das tust, was dir entspricht, auch wenn es niemand versteht. Das braucht Mut. Denn langsamer zu gehen, während alle rennen, fühlt sich zuerst an wie Stillstand. Aber es ist keiner. Es ist Bewusstsein. Vielleicht bedeutet Erfolg heute, den Mut zu haben, den eigenen Rhythmus zu finden. Zu wissen, dass dein Tempo reicht, dass du nicht zu spät bist, dass du nicht weniger bist, nur weil du anders gehst. Ich habe einmal jemanden sagen hören, Erfolg ist, wenn du nicht mehr erklären musst, warum du glücklich bist. Und das hat mich berührt, weil es so einfach klingt, aber so schwer zu leben ist. Wir sind es gewohnt, unsere Freude zu rechtfertigen, zu sagen, warum wir zufrieden sind, warum wir es verdienen. Dabei ist Glück kein Lohn. Es ist ein Zustand, der entsteht, wenn der Druck nachlässt. Ich glaube, viele spüren gerade, dass sie nicht mehr in diesem alten Muster leben wollen, dass Erfolg ohne Selbstwert keinen Sinn macht. Denn was nützt Anerkennung von außen, wenn du dich innen leer fühlst? Wenn man das versteht, beginnt etwas Neues. Du fängst an, Erfolg anders zu definieren. Nicht mehr als Ergebnis, sondern als Prozess. Nicht mehr als Beweis, sondern als Haltung. Du erlaubst dir zu ruhen, zu scheitern, neu anzufangen, ohne Schuld, ohne Scham. Und irgendwann merkst du, Erfolg ist kein Gewicht, das du trägst. Es ist etwas, das dich leichter macht. Wenn du aufhörst, ihn festzuhalten, fängt er an, dich zu tragen. Vielleicht ist das der schönste Gedanke überhaupt. Dass echter Erfolg nicht mehr kostet, sondern nährt. Dass er dich nicht antreibt, sondern beruhigt. Und wenn man so darüber nachdenkt, dann merkt man, dass Erfolg und Selbstwert gar keine Gegner sein müssen. Sie können zusammenarbeiten. Der eine sagt, du darfst träumen. Der andere, du bist schon genug. Und irgendwo dazwischen, in diesem Gleichgewicht, entsteht das, was wir alle suchen. Ein Gefühl von Frieden. Ein Erfolg, der still ist, aber echt. Manchmal, wenn ich über all das nachdenke, wird mir klar, wie sehr sich mein Blick auf Erfolg verändert hat. Früher dachte ich, Erfolg sei etwas, das man erreicht. Etwas, das am Ende steht, wie ein Ziel nach einem langen Lauf. Aber heute sehe ich es anders. Erfolg ist kein Punkt, sondern eine Bewegung. Kein Ende, sondern ein Weg. Er verändert sich, so wie wir uns verändern. Manchmal ist er laut und sichtbar, manchmal kaum spürbar, fast unscheinbar. Und doch ist er da. In jedem Schritt, den man bewusst geht. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Erfolg ist nicht etwas, das man besitzt, sondern etwas, das man lebt. Wenn ich auf all die Gedanken zurückblicke, die wir geteilt haben, sehe ich, dass es nie nur um Leistung ging, nie nur um Ziele oder Ergebnisse. Es ging immer um Balance zwischen Tun und Sein, zwischen Disziplin und Ruhe, zwischen Planung und Vertrauen. Vielleicht ist genau das die schönste Erkenntnis. Erfolg darf beides sein. Er darf geordnet sein, klar, strukturiert, aber auch weich, ruhig, still. Du darfst ihn planen, aber du darfst ihn auch einfach geschehen lassen. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg. Es gibt nur deinen. Ich habe gelernt, dass Disziplin etwas Gutes sein kann. Sie gibt Halt, sie gibt Richtung. Aber sie verliert ihren Wert, wenn sie keine Ruhe kennt, wenn sie zu hart wird, zu eng. Genauso wie Ruhe schön ist. Aber sie braucht Bewegung, um lebendig zu bleiben. Erfolg liegt vielleicht genau dazwischen. Manchmal zeigt er sich in Zahlen, in Projekten, in sichtbaren Ergebnissen. Und manchmal zeigt er sich einfach darin, dass du morgens aufwachst und denkst, ich bin zufrieden. Ich bin nicht fertig, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Ich finde, es ist ein schönes Gefühl, sich das zu erlauben, diese Sanftheit gegenüber sich selbst. Zu sagen, ich darf anders erfolgreich sein. Ich darf meinen eigenen Rhythmus haben, meine eigene Definition. Denn niemand außer dir kann wirklich wissen, was Erfolg für dich bedeutet. Vielleicht ist es Ruhe, vielleicht Freiheit, vielleicht das Gefühl, gebraucht zu werden oder einfach ehrlich zu leben. Alles davon darf sein. Ich glaube, Erfolg verliert seinen Druck, wenn man aufhört, ihn zu vergleichen, wenn man aufhört, ihn zu messen, wenn man sich erlaubt, ihn zu fühlen. Denn was wirklich zählt, spürst du nicht mit den Augen, sondern im Inneren. Und vielleicht ist das die leise Wahrheit, die am Ende bleibt. Erfolg darf still sein. Er muss nicht glänzen. Er muss dich nur tragen. Ich mag die Vorstellung, dass Erfolg wie ein Fluss ist. Er fließt, manchmal schnell, manchmal langsam. Er verändert seine Richtung, seine Tiefe, seine Farbe. Und trotzdem bleibt er derselbe Fluss. Du kannst nicht jeden Tropfen kontrollieren, aber du kannst lernen, mit ihm zu gehen, statt gegen ihn. Wenn du das tust, wirst du merken, dass Erfolg nicht immer anstrengend sein muss. Manchmal reicht es, präsent zu sein, wach, aufmerksam, dankbar. Ich glaube, das ist der schönste Teil dieser Reise, zu merken, dass du Erfolg nicht jagen musst, dass du ihn nicht beweisen musst, dass du ihn längst in dir trägst, auch wenn du ihn nicht siehst. Und vielleicht, wenn du heute ein paar Minuten Zeit hast, denk einmal daran, wo in deinem Leben du Erfolg spüren kannst, ohne dass jemand ihn bestätigt. Vielleicht in etwas Kleinem, in einem Gefühl, in einem Moment von Frieden. Denn das ist der Punkt. Erfolg ist nicht laut. Er ist nicht das, was man dir applaudiert. Er ist das, was dich leise lächeln lässt, wenn du allein bist. Ich wünsche dir, dass du diesen Erfolg findest. In deinem Tempo, in deiner Form, ohne Druck, ohne Vergleich. Einfach so, wie du bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über all das nachzudenken. Es war schön, diese Gedanken zu teilen. Ruhig, ehrlich, ohne Eile. Vielleicht nimmst du etwas davon mit in deinen Tag oder vielleicht nur ein Gefühl von Ruhe. Beides ist genug. Bleib neugierig, bleib freundlich mit dir selbst. Und vergiss nicht, Erfolg beginnt dort, wo du aufhörst, dich zu rechtfertigen und anfängst, einfach zu leben. Bis bald.